Heute möchte ich mit euch über den Projektabschluss des Yukon sprechen. Das heißt, was habe ich hier dran alles verändert? Außerdem möchte ich ein paar Fakten sagen zum Dachträger, was sehr wichtig für euch ist. Und ehrliche Meinung, warum auch dieses Fahrzeug trotz Höherlegung und so weiter kein echter Offroader ist. Bevor wir jetzt in dem Video gleich starten, was ich außen verändert habe, was ich innen verändert habe, wie auch der Verbrauch ist und so weiter. Kleiner Hinweis, erstmal ein dickes Dankeschön an meine Frau hinter der Kamera, Mori, vielen Dank. Und zweite Sache, wenn ihr jetzt mal nach links schaut, wundert euch nicht, wenn solche Szenen mal eingeblendet werden oder ihr das seht. Wir sind gerade hier ziemlich an, ich sag mal, Verschnitt machen. Wir wälzen gerade hier alles ab. Deswegen nicht stören, wenn es hier ein bisschen chaotisch aussieht. Aber es soll ja eigentlich um das Fahrzeug gehen. Von außen muss ich echt sagen, ist das Projekt wirklich gut gelungen. Ihr wisst, ich baue eigentlich seit 2019 so unterschiedlichste Teslas um. Hoch, breit, tief, alles was hier im Prinzip, ja, was möglich ist einfach. Und ich möchte das auch einfach zeigen, dass Tesla, na, ich will nicht sagen die neue GTI oder die neue Golf-Version ist, wo man viel tunen kann, aber ich möchte auf jeden Fall zeigen, was möglich ist, auch bei einem Tesla war. Elektroautos müssen nicht gleich aussehen. Elektroautos können auch modifiziert werden, so wie du es willst, so wie du kannst deine eigenen Ideen einbringen und so weiter. Und das möchte ich einfach mit dem Kanal auch hauptsächlich rüberbringen. Und ja, bei dem Projekt, dem Yukon, habe ich es tatsächlich so gemacht. Ich habe mir gedacht, okay, ich war mit Kelvin und dir, Amori, war im Mai 2022 in den USA. Wir sind das Valley mit 2 Tesla Model Y durchgefahren, hat vorher auch noch keiner gemacht, wo ich den platten Reifen noch hatte am Ende. Da habe ich mir gedacht, okay, das muss doch eigentlich auch richtig ordentlich gehen. Und da habe ich mir gesagt, ich mache jetzt den Yukon als Offroader. Und hier auch ein kleiner Hinweis, der Name Yukon, hier seht ihr auch eine kanadische Flagge, der Name Yukon steht eigentlich für ein kanadisches Flächengebiet, für ein großes Gebiet, was kaum bewohnt ist. Das ist 3-mal so groß wie Deutschland, aber hat nur 50.000 Einwohner. Also richtig krank und da passt das einfach hier zu dem Fahrzeug rau, robust und so weiter. Aber jetzt habe ich schon wieder viel gebabbelt, Amor. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal an, was ich an dem Fahrzeug alles verändert habe. Amori, wenn wir mal ein bisschen hier, also so mal den Blick jetzt hier hinten auf den Popo werfen vom Yukon, dann sehen wir schon mal, ich habe rundherum ein Bodykit dran. Das ist auch nicht einfach irgendeins, diesmal von AliExpress wie sonst immer, sondern das ist wirklich was verdammt hochwertiges. Denn Amor, wenn man hier sieht, da steht RAB. Ich sage immer RAB, es heißt aber RAB Exclusive. Also RAB wird das ausgesprochen und der Robot ist dahinter. Ich sage es euch ganz ehrlich, das Projekt jetzt hier, wie es hier steht, hat länger gedauert als meine anderen Projekte, sage ich ganz ehrlich, wie es ist. Aber es hat sich gelohnt. Es hat sich absolut gelohnt. Dieses Bodykit ist eine Einzelanfertigung. Das gibt es meines Erachtens, glaube ich, nur 5-mal auf der Welt. Und ja, das ist so umfangreich gewesen. Ihr seht hier die Ultraschallsensoren, die mussten versetzt werden. Wir sehen hier eine Mischung, auch bei Carbon. Also dieses komplette Bodykit ist wirklich ein Augenschmaus. Muss man echt sagen, gut, Geschmäcker sind verschieden, das ist klar. Aber für mich hat sich dieser ganze Prozess, bis wir das Kit am Fahrzeug hatten, absolut gelohnt. Das Ganze fing nämlich an letztes Jahr, ja, Ende letztes Jahres kann man sagen. Und da habe ich mit Robert gesprochen, hier Robert, wie sieht's aus, kann man nicht auch hier wirklich was verbreitern und so weiter. Und tatsächlich haben wir es jetzt geschafft. Ihr seht es ja hier alleine an diesen Brettern, wie viel breiter das ist. Das ist krank, oder? Aber da muss man echt aufpassen, wenn man ein- und aussteigt, dass man hier nicht immer, ja, ich sag mal, sich abstützt oder ja, einfach diese Schwelle überspringt. Das ist schon krass. Und mal sehen außerdem, dass wir jetzt hier vorne eine Verbreiterung von 3,5 cm haben. Das heißt, wir haben es tatsächlich geschafft, hier auch was Vernünftiges auf die Beine zu stellen, dass es dann passend wirklich mit der Offroad-Kombi ist. Und das geht im Prinzip einmal rundherum. Das heißt, wir haben tatsächlich ein Bodykit, was
360 Grad hat. Wenn wir hier vorne in den Bereich mal gucken, da habe ich verschiedene Meinungen mittlerweile gehört, auch am Supercharger. Manche gefällt das nicht so hier, dieser Bereich, manchen schon. Habe ich hier was abgebrochen, Amor? Nee. Es sieht nur so aus. Okay, alles gut. Und ja, mir persönlich gefällt es. Es sticht raus, keine Frage, aber passt auch irgendwie so zum Fahrzeug. Und hier vorne auch nochmal dieser wuchtige Frontbereich. Das ist echt Hammer geworden. Da kann man auch sagen, hier, diese Lüftungsschlitze, die haben Grund. Die Kühlung von dem Akku muss ja trotzdem gewährleistet sein. Das heißt, wir haben uns extra überlegt, okay, wenn hier Luft durchströmt, dann wird dieser Akku auch auf jeden Fall gekühlt und kriegt kein Hitzeproblem. Das ist ganz wichtig. Gerade dickes Flugzeug am Himmel. Alles im Allen hat Robert wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht. Er hat mich auch beraten wegen Dachträger und so weiter. Also wenn ihr da auch mal Fragen habt, gerade im Offroad-Bereich, schreibt ihm einfach, ich verlinke es euch unten rein. Das Bodykit ist 12-teilig. Wenn wir über den Preis sprechen, eine genaue Zahl kann ich nicht nennen, aber ihr könnt euch mal orientieren, so um die 8.000 Euro. Wenn ich falsch liege, dann schreibe ich es unten in die Kommentare und korrigiere es, aber es müssten um die 8.000 Euro sein. Aber wie gesagt, da ist so ein Heidenarbeit dabei und man muss auch dazu sagen, das ist ABS, das ist lackiert auch noch und hinten die Bereiche sind alles Carbon. Und da konnte ich mir das individuell auch gestalten. Ich konnte sogar Carbon in Rot nehmen oder so. Also ich hatte da voll ein Spektrum. Ist ein bisschen dreckig jetzt, aber das ist Carbon matt. Der Diffusor ist auch komplett Carbon. Habt ihr ja gerade schon gesehen. Seht ihr hier an den Finnen zum Beispiel. Sieht man das, Amor? Und ja, das ist schon nicht ohne. Also ich finde absolut der Preis gerechtfertigt. Von daher, Robert, einen dicken Daumen nach oben. Wirklich sensationell. Zweiter Punkt, wo wir jetzt drüber sprechen wollen. Was markant ist bei Offroadern, wenn ihr mal Toyota Hilux seht oder sowas, die haben alle wulstige Reifen drauf. Also richtige fette Ballonreifen und genau das wollte ich auch haben. So, welche Firma kann mir da helfen? Ihr wisst es doch, die vergangene Videos schon gesehen haben, und zwar Delta 4x4. Die haben im Prinzip wirklich einen Radsatz auch fürs Tesla Model Y. Ja, sehr robust, sehr grob sieht das aus. Genau das, was ich wollte. Wir haben ja sogar noch einen abnehmbaren Schutz, falls ich doch mal irgendwo hängen bleibe. Der ist mit Nieten befestigt. Das wirkt meines Erachtens nochmal von der Optik richtig sexy. Die Leute fragen immer, was das ist. Ey, das sieht ja krass aus, wie richtig so wie ein Roboter. Also wirklich cool. In Kombination mit diesen watzigen Reifen ist das echt komplett. Das ist absolut krank. Das sind die Classic B Felgen in 20 Zoll mit 9,5er Breite. Und das hier sind die Crapper Wheels AT3. Ihr seht das auch nochmal mit Offroad-Profil. 1,2 cm blanker Gummi. Und ja, gerade für das Gelände oder wenn man ein bisschen durch den Matsch fährt oder auch im Schnee. Das sind Allwetterreifen. Im Schnee ist das echt top. Nachteilig, das kann ich gleich jetzt schon sagen, ist wirklich der Verbrauch. Denn vom Sturzverhalten her ist bei Tesla eigentlich immer das Rad war. Und ich habe es jetzt wirklich gerade. Das heißt, die Reifenfläche liegt komplett auf. Dementsprechend auch ist der Verbrauch einfach höher. Da sprechen wir aber nachher im Detail noch zu. Fakt ist, die Felgen haben zu diesem Projekt einfach wie Arsch auf Eimer gepasst. So Leute, jetzt gehen wir wieder eine Etage hoch. Oh, mein Rücken. Vom ganzen Motorsägen und Kettensägen schneiden. Hört auf, das geht ganz schön in die Substanz. Jetzt sprechen wir über die Folie. Die Folie hat mir der Folierer.net gemacht, der Martin. Martin, wenn du das siehst, schöne Grüße. Und zwar, ihr wisst es selber, ich sehe die Kommentare bildlich noch vor mir. Ach, guck dir das Taxi an, was soll das und so weiter. Ihr wisst, wie es ist. Social Media und sowas ist da echt ja, ohne Hemmung. Und ja, am Anfang sah es tatsächlich aus wie ein Taxi. Das wollte ich aber eigentlich gar nicht. Ich hätte, das muss ich echt sagen, vielleicht die Folie doch ein bisschen matter nehmen sollen oder ein bisschen dunkler nehmen sollen. So, das ist absolut richtig, habt ihr vollkommen recht gehabt. Ich habe nur gedacht, okay, es könnte gut passen. Und am Ende muss ich jetzt echt sagen, ist die Stimmung oder ist die Optik eigentlich ganz passend zum Fahrzeug, oder? Was sagt ihr? Fakt ist, ja, ich verstehe mit Taxi. Auf jeden Fall ist das Oracal Papyrus. Das ist eine Folie, die lässt sich sehr gut verarbeiten und wie gesagt, hat so einen beigen Ton. Fängt man mit der Kamera eigentlich meines Erachtens kaum ein. Das ist deutlich besser, wenn man es mal live sieht. Das werden auch einige da draußen bestimmt bestätigen können. Und damit ich diesen Taxi-Look ein bisschen enthemme, habe ich dann noch gesagt, pass auf, wir machen hier vorne die Motorhaube schwarz-matt, dass wir einfach noch mal einen Akzent reinbekommen, wo man sagen kann, okay, ja, das sieht nicht alles so Ton in Ton aus, muss man echt so sagen. Dazu seht ihr auch hier die Seitenspiegel, die habe ich mir bei Ali bestellt, AliExpress, ja, in Carbon.
Seht ihr auch hier, Carbonmatt. Wie gesagt, ich habe ihn jetzt nicht geputzt. Es ist dreckig, aber passt auch einfach zum Spoiler und zum Diffusor hinten. Verlinke ich euch auch mal unten rein. Und ansonsten Thema Höherlegung. Fast vergessen, Amor. Wenn wir jetzt nochmal das hintere Rad angucken, seht ihr ja, glaube ich, auf den ersten Blick direkt, guckt mal, wie hoch wir hier sind. Also das ist geknicktes Zeitungspapier, das ist Wahnsinn. Das sind locker mal, ja, ich würde sagen 10 bis 15 Zentimeter. Und zwar habe ich hier nämlich Höherlegungen verbaut von auch Delta 4x4. Da auch ein dickes Dankeschön an Reifenreber, weil die Jungs haben mir das einfach reingeknüppelt. Und das ist, muss man ehrlich sagen, kein komplett anderer Felgensatz oder kein Fahrwerk komplett, sondern das sind einfach nur Distanzstücke, die man oben bei dem Domlager oder wie das heißt, reinschiebt. Das heißt 35 mm Höherlegung mit einem einfachen System und ganz ehrlich, ich sag wie es ist, ich bin kein Rentner oder sowas, aber dieser höhere Einstieg, den merkst du und das ist ultra angenehm. Gerade jetzt hier, wenn du einfach einen Sitz reinsliden willst, das ist auf deiner Höhe, das ist super komfortabel, muss ich echt so sagen. Also Höherlegung ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich wieder verbauen würde, muss ich echt so sagen. Kommen wir mal zum Thema Dachträger. Hier oben, muss ich ehrlich sagen, bin ich sehr dankbar für die Beratung von Robert. Warum? Ich hatte vorher übereifrig nämlich den Tesla Dachträger bestellt. Das heißt, das Gestell, wo im Prinzip das hier drauf kommt. Und da war es einfach so, müsst ihr euch mal angucken, der Tesla Dachträger ist leicht gebogen, das sieht dann so aus. Ist aber blöd. Warum? Ihr habt keine gerade Auflagefläche. Das heißt, für so ein Reck, wie ich es hier oben drauf habe, ist das echt ungeeignet. Auch für Dachboxen teilweise habe ich schon gehört, ist echt blöd. Und was mir auch aufgefallen ist, durch diese Wölbung konnte ich auch diese Anzugsschmuttern, also das hier, was ihr hier unten drunter seht, nicht richtig festmachen. Weil es war immer wie ein Stück, was frei liegt. Das war so blöd. Das heißt, ich bin zu Robert, habe gesagt, ey, ich habe da echt ein schweres Problem. Das Ding hält nicht mal richtig. Und dann hat sie gesagt, Robert, hier, lass mir die Karre mal 2 Tage da. Und dann hat er mir die Marke hier geholt. Das nennt sich Fahrrad. Die gibt es, glaube ich, auf eBay. Und der Vorteil ist, warte mal, wenn ich mal die Kamera nehme, Amor, der Vorteil ist, ihr seht, wie schön gerade das Ganze ist. Das heißt, auch hinten hin, wenn ich mal reinzoome, jetzt seht ihr es, ist das alles vernünftig, gerade so, wie es sein muss. Und wir müssen nicht irgendwie kämpfen mit irgendwelchen Wölbungen und sowas. Das heißt, erster Geheimtipp, kauft nicht den Tesla Fahrradträger, sondern guckt nach dieser Marke oder schreibt einen Robert direkt an und holt ihn euch. Das gibt es für Model 3, Model Y. Das ist auf jeden Fall ein Geheimtipp, weil ansonsten kriegt ihr das nicht richtig fest. Also ich wüsste nicht wie, vielleicht kennt es einer von euch. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, dieses Gestell hier gibt es auch fürs Model Y, hat sogar gleich ABE. Das sehen wir da drüben, die Marke, das ist nämlich Rhino-Rack oder Rhino-Rack. Super Qualität, muss man echt sagen. Nicht ganz günstig der Spaß, ich glaube 800 €, aber lohnt sich. Gerade wenn ihr auch mal sowas machen wollt. Ich habe hier droben noch eine Lichtbar installiert von Treckfoss, heißt die Marke. Das ist die Treckfoss Strands Night Guard SR32. Das heißt 32 Zoll ist die breit und ja, hat 4 Funktionen. Das heißt, Robert hat mir das so eingebaut, dass ich im Prinzip das Ganze mit diesen kleinen Schlüssel bedienen kann. Das heißt, wenn wir mal kurz oben hingucken, Amor, haben wir oben noch wie ein Wandlicht. Das heißt, wenn ich mal irgendwo stehen sollte. Außerdem haben wir noch reines weißes Licht, seht ihr auch. Und wir haben oben noch mal ganz schnelles oder ganz starkes Fernlicht. Das heißt, gerade wenn ich mal irgendwo bin, muss was ausleuchten, ist das natürlich auch dabei. Meistens habe ich aber nur die ganz normale Standardleuchte in Orange an. Kann ich auch empfehlen. Kostet, ich glaube, 550 € oder so oder 400. Ich muss noch mal gucken. Fakt ist, ja, ich hatte es ab und zu an, aber ich kann es euch ehrlich sagen, das kann ich an 2 Händen abzählen, wie oft ich das Ding anhabe. Von daher, da sind wir wieder beim Thema. Ich glaube, das Fahrzeug ist eher zu Showzwecken gedacht, als wie wirklich für einen Offroad-Einsatz. Muss ich echt sagen, wenn ich meinen Kumpel jetzt sehe hier von Reifenreber, der Matze, der fährt einen Hilux. Toyota Hilux ist ein Pickup, richtig geiles Teil, ultra hoch. Und wenn wir die beiden nebeneinander stellen, haben wir ein schönes Foto gemacht, das blende ich euch mal ein, dann seht ihr auf den ersten Blick schon, ja, Model Y, Offroader, okay, aber hier fehlt einfach die Höhe. Das heißt, selbst wenn wir jetzt hier mal gucken, ich habe hier nicht viel Spielraum, wisst ihr, was ich meine? Dazu kommt der lange Radstand, also das ist für einen Offroader hier wirklich ungünstig. Man müsste tatsächlich
noch höher gehen. Und da habe ich in den USA, die Amis können natürlich mehr als wir machen, in den USA gibt es einen Liftkit, das hat 12 Zentimeter. Das ist gerade in der Projektphase, habe ich mitbekommen. Wegen der Antriebseinheit müssen die noch gucken, ob die dadurch irgendwelche Schäden nimmt. Aber 12 Zentimeter, ich habe jetzt 3,5 Zentimeter, war. Das wäre so hoch. Also richtig, richtig krank. Von daher, Leute, müssen wir einfach gucken. Und ich habe hier normalerweise noch einen Spaten drauf. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt liegt, Amor, aber den habe ich jetzt benutzt fürs Grundstück. Von daher werdet ihr den jetzt hier oben nicht sehen. Und ja, was haben wir noch? Eine Batterie ist hier oben drin. Ach, Amor zeigt es gerade, da ist der Spaten. Den hatte ich noch mitgeholt. Das heißt, der Klopper hier, der war eigentlich oben auf dem Dach. Habe ich jetzt hier fürs Grundstück genommen. Ah, halte! Und hier oben habe ich noch eine Batterie im Prinzip. Die hat mir Robert auch zusammengebaut. Das heißt, die Leitbar ist nicht direkt ans Bordnetz angeschlossen vom Tesla. Das ist gut, das ist richtig gut, wollte ich nämlich nicht, weil Tesla könnte das vielleicht irgendwie feststellen, keine Ahnung. Und durch die Option sieht das gleich passend aus. Die kann man sogar mit einem Solarpanel einfach aufladen. Ich glaube, jetzt will ich nicht lügen, aber ich glaube, außen sind wir soweit durch. Amor, wir haben schon wieder einige Minuten gesprochen, war? Amori nickt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch in den Innenraum, was ich dort verändert habe. Und danach sprechen wir wirklich darum, ja, wie es mit dem Verbrauch aussieht und vor allem, ob ich das Projekt nochmal so machen würde oder nicht. Wir sind jetzt im Innenraum des Yukon angekommen. Ich will euch 3 Veränderungen zeigen und als erstes direkt den Hinweis, guckt mal hier unten bitte. Ich habe nämlich hier vor einem Jahr exakt Fußmatten gekauft. Die habe ich 24/7 Benutzung gehabt und ich weiß, dass ich euch die damals empfohlen habe. Da wird ein Video zu kommen, ob sich diese Empfehlung gelohnt hat oder nicht. Weil ich kann euch am Ende des Tages immer viel empfehlen, aber qualitativ, wie es ist, sehen wir erst am Ende. Und hier kann ich auch schon mal einen Daumen nach oben geben. Von daher, kleiner Hinweis. So, jetzt gehen wir aber weiter hier rein. Denn ihr wisst, ich habe das jetzt, glaube ich, bei jedem Tesla gemacht. Und zwar hier schönes Alcantara-Himmel vom Chris aus der Schweiz. Der hat mir den eingebaut. Macht das Fahrzeug einfach nochmal sportlicher und passt einfach auch dazu. Zweite Veränderung innen ist vom Philipp, unserem A-Fever-Professor. Grüß dich, meiner. Und zwar das Ambient Light. Das heißt, wie gesagt, das Auto ist ein bisschen dreckig, wundert euch nicht. Ambient Light hier vorne, hier habe ich es drin, im Dashboard vorne drin und natürlich auch hinten bei den Sitzen. Das heißt, wir sind wirklich auch, was Lichttechnik angeht, auf dem neuesten Stand. So, und wenn wir jetzt schon innen sind, gehen wir gleich mal zum Verbrauch. Ich habe jetzt insgesamt knapp 33.000 Kilometer runter und Durchschnittsverbrauch von 25,9. Da ist Winter dabei, Sommer dabei, Frühjahr, Herbst, da ist Landstraße wie Autobahn dabei. Und auf die letzten 8.700 Kilometer mit Bodykit und den Reifen, was weiß ich, alles dabei wirklich, habe ich einen Verbrauch von 27,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Meines Erachtens ist das in Ordnung. Es ist aber doch, muss man ehrlich sagen, deutlich mehr als wie bei einem Serienfahrzeug. Kommen wir nun zum Fazit. Erstens, mir hat das Fahrzeug wirklich viel Spaß gemacht. Also auch von der Optik, die Leute guckten so, hä, was ist das für ein Auto, wie kann das so aussehen und so. Also es war wirklich mal was anderes, was man so auf der Straße, glaube ich, ganz, ganz selten sieht, gerade auch in Europa. Und wie gesagt, ich habe es genossen, immer damit zu fahren. Es ist aber, und das muss ich ehrlich sagen, kein richtiger Offroader. Das heißt, gerade für Leute, die jetzt wirklich in Wald rumschreddern oder gerade irgendwie wirklich mal planen, hier Serpentin, Italien oder was weiß ich, oder in Kroatien mal eine Offroad-Tour zu machen, überlegt euch das gut. Denn trotz Höherlegung, was ich hier drin habe, ist das Fahrzeug eigentlich nicht so ultra hoch. Das heißt, ja, kannst du nicht vergleichen mit einem Toyota Hilux oder irgendeiner richtigen Offroad-Maschine. Von daher, oder hier so ein Jeep Wrangler oder wie die heißen. Von daher ist das hier doch eher mehr Show. So, mit den Reifen müsst ihr euch auch überlegen, vielleicht, man kann ja die Felgen nehmen, das ist ja kein Problem, aber vielleicht andere Reifen drauf. Da gibt es auch, glaube ich, welche von Continental oder so, die einfach ein bisschen verbrauchsfreundlicher sind. Ich wollte hier das Maximum ausreizen, deswegen hatte ich jetzt das Stollenprofil genommen. Ja, auch hier, das hier oben, das Teil, das frisst enorm an Reichweite auch, muss man auch sagen. Die Fahrzeuge sind getrimmt auf Effizienz und wenn du dann einfach Bauteile technisch veränderst oder hier sowas zum Beispiel baust, dann ist klar, dass der Verbrauch dadurch nicht besser wird. Aber, wie sagt Markus immer, ein Tod muss man sterben. Deswegen, wer richtig Bock drauf hat, so eine Maschine mal stehen zu haben, macht es. Es ist wirklich toll und lässt sich vor allem cool fahren. Auf der anderen Seite, wer wirklich denkt, okay, ich muss verbrauchsarm fahren, ich muss die Effizienz des E-Autos komplett rauskitzeln, der ist hier bei dem Projekt
auf jeden Fall falsch. Das kann ich echt so sagen. Nichtsdestotrotz, ich habe es genossen, mit den Leuten zu sprechen. Egal, Stuttgart, Bayern, wo ich überall war, um das Fahrzeug umzubauen. Vielen Dank an die Leute da draußen, die es unterstützt haben. Ich freue mich einfach. Auch Martin hier, der Verlierer, wirklich super Job gemacht. Von daher, ich werde das Fahrzeug jetzt ändern. Ich hatte erst überlegt, ob man es verkauft oder so, aber nee, wir haben jetzt so viel Arbeit reingesteckt, ich werde das Fahrzeug ändern. Seid sehr gespannt. Hier wird bald was mit 22 Zoll sein. Hier wird bald nochmal die Optik geändert werden. Von daher, ja, lasst euch einfach überraschen, Leute. Und ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Und wir sehen uns auf jeden Fall vielleicht mal beim nächsten Treffen, Supercharger oder ja, ich wünsche euch einfach eine schöne Zeit. Vielen Dank, Amor, für deine Hilfe und wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.